Grüezi und herzlich willkommen zu unserer Roomtour hier in Berlin. Wir zeigen euch heute komplett unsere Menschen. Wir sind mega stolz auf unsere Wohnung. Wir freuen uns. Wir zeigen euch jetzt alles. Jetzt folgt uns mal. Ich kriege hier heute die privatesten Einblicke, die ihr jemals bekommen habt von unserem Zimmer. Kommt da rein, hier ist unser Eingangsbereich. Wir sind mittlerweile ein Team von 13 Leuten, mit denen wir uns quasi selber managen. Und ja, deshalb hier ein kleines Zwischenoffice. Außerdem haben wir hier im Eingangsbereich noch so einen kleinen Kühlraum. Ja, der ist ein bisschen unaufgeräumt und ein kleines Gästezimmer. Ja Leute, jetzt befinden wir uns schon im Wohn-Essbereich. Hier auf der rechten Seite haben wir die Küche. Herd, Spülbecken, was man eben alles braucht für die ganze Koch-Action, die wir immer veranstalten. Hier unsere Einbauschränke. Hier zum Beispiel unser Fitnessschrank. Liebe Grüße an ESN, reicht auf jeden Fall fürs nächste Jahr. Auf der anderen Seite der Kochinsel haben wir auch noch unseren Family Size Kühlschrank von Samsung mit unserem morgendlichen Gruß. Da packen wir mal jemand anderen drauf. Heute ist es mal der gute Jojo. Selbstverständlich braucht jede Wohnung auch einen Esstisch. Den haben wir hier. Da werden wir immer zusammen frühstücken und Abendessen. Und was da drüben tatsächlich täuschend echt aussieht wie ein Kamin, ist gar kein Kamin, sondern unser Meeting-Bildschirm. Da schauen wir meistens die Nachrichten oder den kann man witzigerweise auch drehen im Hochkantformat, dann auch mal einen TikTok oder so. Der echte Kamin befindet sich aber da drüben. Richtig, deswegen, hier drüben geht es direkt weiter. Hier ist unser Kamin, den wir in der Tat noch nie benutzt haben, aber jetzt im Winter hoffentlich benutzen werden. Da sind noch die 2 Stühle hier, kann man sich mal davor setzen. Aber was noch viel interessanter ist und sehr spannend ist, guck mal hier in unser Regal. Zum Beispiel dieses Glas. Ja, das ist bei einer Filmpremiere mitgegangen worden. Also, was Julian euch damit sagen will, der hat dieses Glas von Brad Pitt geklaut. Schluss aus Ende. Ein ganz interessanter Funfact, das hier ist ein goldener Löwe. Derjenige, der irgendwie die coolste, lustigste Aktion macht, der wird bei uns Löwe der Woche und kriegt diesen goldenen Löwen. By the way, weil wir auch schon sehr viele Fragen dazu bekommen haben, woher die ganzen Sachen sind. Die komplette Essgarnitur sowie die meisten Möbel hier in der Wohnung sind von Westwing. Nochmal vielen Dank an das klasse Team, dass ihr mit uns zusammen die Wohnung hier eingerichtet habt. So, und damit willkommen in unser Wohnzimmer. Wie man hier sehen kann, wir haben sehr viel Space. Wir haben echt eine riesen Glotze. Und abgesehen davon haben wir eine wunderschöne Couch, wo 8 bis 12 Leute drauf passen. Kann ich nicht draufschmeißen? Nein! Diese wunderschöne Couch ist von Wetzak. Also wer Wetzak noch nicht kennt, checkt's aus. Es gibt riesen Wohnlandschaften. Also wirklich, hier können wir uns alle abends zusammen drauflegen, Spaß haben und zum Beispiel zusammen Filme gucken, wir können zusammen zocken und das ist unsere Chill-Out-Area abends, aber auch über den Tag. Und da drüben sind die 2 Meister auch schon am Stream, glaube ich. Ey Leute, vielleicht sind wir jetzt gerade live, wenn ihr gerade das Video guckt, deswegen schaut doch mal bei Ben und Julian bei Twitch vorbei. Wenn ihr euch noch an unsere Bootparty erinnert, da gab es auch ein Gästebuch, wo alle Gäste was reingeschrieben haben. Wir müssen uns immer noch die Zeit nehmen, da mal alles durchzugucken, weil hier gibt es wirklich so viele schöne... Wow. So viele schöne Nachrichten da drin. Was haben wir denn da? Ja, Der einsame Stranger. Guten Tag. Herrlich, die Sonne. Guter Ort zum Knappern, Chille, Saufen. Also mein rechter Platz ist frei. Eigentlich sitzt hier Louis, der kann heute leider nicht mit dabei sein, aber wir versuchen ihn rechtmäßig zu vertreten und zeigen euch auf jeden Fall später auch sein Zimmer. So Leute, oben war unser Gruppenbereich und jetzt geht's in die untere Etage, wo wir alle unsere Zimmer haben. Das heißt, jetzt wird's richtig spannend. Und privat. So, hier das erste Zimmer ist meins, tatsächlich auch das kleinste, aber ich bin ja auch nicht der längste, deswegen passt für mich optimal. Falls ihr euch wundert, dieses Tier hat Angelina mir geschenkt und wir haben hier oben noch ein paar.
Ja, das ist irgendwie so ein Insider-Gag, die wir uns gegenseitig schenken. Der zum Beispiel heißt auch genauso wie Angelina mich nennt. Den Namen werde ich jetzt nicht verraten. Komm, sag doch. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wie denn? Das können wir echt nicht reinschneiden. Ihr könnt ja gerne am Ende des Videos nochmal kommentieren, welches Zimmer euch am besten gefallen hat, in welchem Zimmer vielleicht ihr gerne wohnen würdet. Und ja, bleibt dran, jetzt kommt Tims Zimmer, jetzt wird's richtig spannend. Das hier ist... Ja, das hier ist mein Reich. Ich bin so froh, dass ich endlich diese Stangen hier drin habe. Das wollte ich von Anfang an so haben. Ich habe tatsächlich vor der Mansion hier auch schon 3 Jahre alleine in der WG in Mannheim gelebt. Und es war immer mein Traum, alles aufhängen zu können. Ging nie, aber deshalb lag auch immer alles auf dem Boden rum. Und jetzt ist hier endlich mal so ein bisschen Ordnung drin. Alles hängt einmal ringsrum. Hier über die Hosen. Hängen ist besser. Früher als Kind wollte ich Archäologe werden. Und deshalb habe ich zu Hause so eine riesen Steinsammlung. Das hier zum Beispiel ist ein... Ich weiß leider nicht, aber ein schöner grüner Stein. Schöner grüner Stein. Eigentlich wollte ich erst hier was hinhängen, aber dann habe ich realisiert, diese Riesenwand ist perfekt für einen Beamer. Denn wenn ich hier im Bett liege, kann ich entspannt, mache ich Klick, Klick. Und dann komme ich hier mit dem Freestyle von Samsung. Ein Heimkino. By the way, sind auch alle Betten hier bei uns zu Hause, wenn wir da mal zu Hause sind, von Emma Matratze. Da kriegen wir immer a good night rest. In dem Sinne, gute Nacht. Das war's von meinem Zimmer. Jetzt gucken wir mal, ob der Benner auch schön aufgeräumt hat. Ciao. Das habe ich gehört. Und ich muss sagen, ich schäme mich etwas. Kommt mal mit rein. Ich zeige euch mal mein Reich. Bis jetzt ist es, glaube ich, immer noch das uneingerichtete Zimmer. Aber das ist es. Money counter, I broke my thumb from thumbing down. Wifey on my line, she told me to dumb it down. Mama on my line, asking how I'm dumbing now. I think you. Ich habe ein paar Möbel von zu Hause, von meinem Kinderzimmer, von meinem Alten mitgenommen. Das sind hier drüben. Ich mache aber noch viele in diesem Zimmer. Also ich stelle das Bett auf jeden Fall noch nach da. Folie diesen rosanen Schrank einfach noch grau. Ich bin tatsächlich seit kürzester Zeit begeisterter Radsportler. Deswegen habe ich mir hier ein paar schnelle Brillen, damit ich noch geschmeidiger durch den Wind rasen kann. Diese Gummipuppe, diesen Wackelkopf hier, habe ich tatsächlich in Tampa geschenkt bekommen. Von einem ganz, ganz lieben Fan, die uns da überrascht hat und auch ganz, ganz weit zu uns angefahren ist. Mehr kann ich euch nicht erzählen, Leute. Schaut noch mal in 2 Wochen bei mir vorbei, dann ist es vielleicht mehr. Oh, hi. Ja. Kommen wir mal von meinem trostlosen Zimmer zu einem etwas belebteren Zimmer. Unser Badezimmer, das wir uns tatsächlich zu dritt teilen. Jojo ist auf jeden Fall ein Anwärter, der hier seine Kosmetikartikel verstreut. Julian und ich, deswegen sieht es hier auf jeden Fall schon ein bisschen wilder aus. Genau, ich glaube an der Stelle ist der richtige Zeitpunkt gekommen, an meinen Außenreporter Jakob Rott weiterzuleiten. Guten Tag, herzlich willkommen. Hier ist das zweite Bad. Dahin geht es mein Zimmer, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Wir haben hier drüben noch eine riesengroße Dusche. Hier lässt sich auf jeden Fall auch ganz in Ruhe entspannt duschen. Aber ich würde sagen, gehen wir mal direkt in mein Zimmer. Seid ihr ready? Ja! Ja! Seid ihr ready? Ja! Okay, komm rein. So, also ein bisschen wie Narnia. Man geht durchs Bad. Da drüben ist auch noch eine Tür, aber ich gehe meistens durchs Bad. Und willkommen in meinen, nicht viel, sondern, keine Ahnung, 8 Wänden. Aber so ein bisschen diesen Industrial Look, auch die Lampe da hinten, so ein bisschen oldschool. Auch dieses Regal habe ich auch gestern geholt, um es jetzt noch mal ein bisschen schöner zu machen. Hier sind mega viele Schuhe von mir. Hier sind meine Lieblingspieces, die ich öfter trage. Gleich geht es nochmal so ein kleines Ankleidezimmer. Und auch so ein Sitzsack ist mega chillig, um sich einfach mal reinzusetzen, was zu worken, am Laptop was zu machen. Und ja, das ist mein kleines, bescheidenes Zimmer. Hier sind nochmal ein paar Klamotten. Ein paar Jacken, Hoodies, Hosen, alles mögliche. Also hier findet man wirklich alles. Hier habe ich zum Beispiel eine komplette Reihe an Caps. Zur neuen Kollektion von 6PM und Young Horn. Liebe Grüße gehen raus, Jungs. Ja, und ansonsten das ist halt mein Ankleidezimmer. Aber ein, 2 Sachen habe ich euch noch zu zeigen. Deswegen gehen wir nochmal kurz zurück. Wenn man hier rumgeht, haben wir auch noch einen kleinen Balkon. Das ist echt auch nochmal Space, den man nutzen kann. Zeig doch gerne mal 2 Pieces, die dir besonders irgendwie wichtig sind und eine besondere Bindung zu hast. Okay, sehr schick, ja. Dieses Trikot hier ist von einem meiner besten Freunde, von Paul Nebel. Spielt jetzt gerade in der 2. Bundesliga, aber das war zu seiner Zeit in der 1. Bundesliga.
ist ein junger Kerl, junges Talent, wer sich mit Fußball auskennt. Wir sind zusammen zur Grundschule gegangen und seitdem kennen wir uns. Und hier zum Beispiel... Ganz kurz an der Stelle, Shoutout Paul. Über Paul kennen Richtig. Jakob und ich uns tatsächlich. Genau. Und hier zum Beispiel, was jetzt zum Beispiel die Fashion Week ganz wichtig geworden ist, ein paar Polaroids, ein paar Momente, wo ich wirklich einfach so die Erinnerungen festhalte. Hier nochmal mit Heidi und mit allen. Ich war bei den Awards, Essen mit den Jungs. Opa. Und das ist ein Bild von Madonna. Coole Momente nochmal in diesen Polaroids. Und in diesem Sinne, ich glaube, die anderen sind auch bereit, euch jetzt mal zu zeigen. Yo Leute, wie ihr unschwer erkennen könnt, ich bin's, Louis Donnerstag. Alles klar bei euch. Ich stelle euch mal ganz kurz hier mein kleines Zimmer vor, obwohl klein ist gut. Ich habe tatsächlich 3 Zimmer. Anders wie die Jungs. Aber ja, um jetzt mal ernst zu bleiben, Louis kann heute nicht am Start sein, deswegen mache ich das kurz. Ganz chilliges Schlafzimmer, ja. Hier pennt der Louis ganz gerne mal, hier zockt der Louis auch ganz gerne mal. Das hat man bestimmt auch schon mal manchmal auf Instagram gesehen, wie der ungefähr in dieser Position im Flugzeug sitzt. Hier haben wir natürlich den Beanbag von Wetzak noch am Start, auch ein sehr, sehr gemütliches Teil, da lege ich mich tatsächlich auch mal ganz gerne drauf. Und ja, das können wir eigentlich schon in Raum Nummer 2 von 3, was ich tatsächlich das coolste Zimmer finde in diesem kompletten Haus, nämlich einfach Louis' Ankleidezimmer. Muss ich ganz ehrlich sagen, Louis hat einen krassen Style entwickelt, nochmal Props an der Stelle. Sieht sehr, sehr ordentlich aus, sehr gepflegt und hier ist tatsächlich Raum Nummer 3, Louis' Badezimmer. So, ich bin wieder umgezogen, jetzt fehlt nur noch ein Zimmer und zwar deins. Ab geht's. So, kommt herein, liebe Leute. Ja, ich glaube, mein Zimmer ist das letzte, wenn ich es richtig verstanden habe. Ziemlich kleiner Room, to be honest, aber ich glaube, ich habe den mittlerweile ganz gut eingerichtet. Laptop normalerweise oben, edite da den ganzen Stuff. Ist jetzt leider hier runtergezogen, einfach weil es oben ein bisschen cleaner aussehen sollte. Ich habe hier in so einem kleinen Räumchen, kann aber mal ganz kurz reinschauen, quasi die wichtigsten Elemente des Hauses, die Heizung und die WLAN-Box. Hier ein Basic-Fernseher, da unten ganz normal die Schuhe aufgereiht. Eine Monstera-Pflanze, ganz wichtig, bei mir überlebt die länger als bei den anderen Jungs. Also ich kümmere mich tatsächlich um meine Pflanze. Kamera-Stuff ist alles hier in dem vorderen Schrank, fein säuberlich einsortiert. Hier tatsächlich noch ein wichtiges Piece in meinem Zimmer. Jakob hat es, glaube ich, eben drüben auch schon erwähnt. Wir haben angefangen, jetzt super viele Polaroids zu machen, also wirklich überall, wo wir hinkommen, mit allen Persönlichkeiten, die wir treffen, mit allen coolen Leuten, die bei uns in der WG sind. Hat den Hintergrund, dass wir oben eine komplette Wand mit Polaroids füllen wollen. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich mit meinem Room. Wenn ihr nicht für mich abstimmt, keine Sorge, ich kann es nicht nachvollziehen. Und hier geht's hoch zur Dachterrasse. Okay Leute, herzlich willkommen zu meinem Favorite Spot der ganzen Wohnung. Das ist die Dachterrasse. Die Sonne ist gerade rechtzeitig noch mal rausgekommen. Die letzten Sommerstrahlen kommen noch mal auf uns geprasselt. Ja, hier haben wir einen Tisch. Hier hatten wir schon coole Meetings, coole Abende mit Freunden. Der Sommer war echt schön hier. Und mal schauen, was es hier hinten noch so gibt. Jetzt haben wir den letzten Part, das ist quasi das Herzstück. Hier haben wir schon den einen oder anderen Sonnenuntergang genossen. Unser Sonnenbett, das ist auf jeden Fall super cool. Vielen, vielen Dank da nochmal an Westwing. Alle Outdoor-Möbel übrigens und auch alle Möbel unten im Wohnzimmer als auch auf der Terrasse sind von Westwing. Und da nochmal vielen, vielen Dank für die schönen Momente, die wir schon erleben durften mit dem ganzen Stuff. Dankeschön.